Wir haben uns jetzt das Slingpack aus der Headwaters-Serie geschnappt, Stefan. Headwaters-Serie, übergreifend, gleiches Material, gehe ich von aus. Ja, ist wie alle Headwater-Packs wasserfestes, wasserdichtes Material und die Reißverschlüsse sind gummiert, sodass es wirklich spritzwasserfest ist. Starkregen, kurz mal durchwatten, für ein paar Sekunden unter Wasser tauchen, da wird nichts nass innen drin. Ja, also wirklich wasserdichtes Material, abgedichtete Reißverschlüsse. Also wie gesagt, wasserdicht, wenn es drauf ankommt, wenn Wasser von oben kommt, nur eben nicht tauchfest. Nein, tauchfest, da müssten wir ganz andere Reißverschlüsse haben, aber es slidet viel. Es ist wirklich... Kommen wir direkt mal zum großen Fach dieses Slingpacks, dass wir wie bei allen Modellen der Headwaters-Serie wirklich individuell gestalten können, wie wir es wollen. Ja, das ist so das Konzept dieser Taschenserie eigentlich auch, dass es anpassbar ist auf mich. Also ich habe hier auch wieder diese Trennwand per Klettverschluss, die ich einerseits ganz rausnehmen kann oder verschieben kann, sodass ich einteile, wie ich es halt brauche. Ja. Hier auch einteilbar diese Art Flaschenhalter, damit eine Trinkflasche reingestellt werden kann und die nicht rumalbert da im Pack drin. Auch einstellbar in der Größe und weiter noch zwei Einstecktaschen vorne plus 2 Reißverschlusstaschen hinten für Papiere oder sowas, was ich ein bisschen besser noch verstauen will. Super. Das Ganze wird dann wieder geschlossen mit diesem gummierten, abgedichteten Reißverschluss und dann kommen wir auch schon zum versteckten Fach, den Magnetfach. Finde ich wirklich genial. Haben wir auch bei anderen Packs aus der Headwaters-Serie. Ein großes Fach, was sich aber automatisch schließt. Ja. Das heißt, ich kann hier Kleinteile unterbringen, die ich eben wirklich in der Hektik schnell rausholen will, ohne dass ich einen Reißverschluss verwenden muss. Und das Ganze schließt sich automatisch. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich vergessen habe zu schließen. Ja, nee, verlier nichts. Geht zuverlässig immer zu. Genial auf jeden Fall. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Und dann haben wir natürlich die gepolsterte Vordertasche, die ist aus mehreren Gründen gepolstert. Zum einen natürlich, falls wir mal irgendwo anecken, an einem Baum oder an einem Stein, aber eben auch, dass unsere Fliegen geschützt sind, denn wir haben hier auch wieder dieses riesige Flypatch, was rausnehmbar ist, wo wir wirklich viele Fliegen unterbringen können. Und dieser zusätzliche Schutz hier durch diese Polsterung ist eben, dass die Fliegenmuster nicht zerdrückt werden die ganze Zeit. Ne? Ja. Also super genial gelöst, auch dass man wirklich einen direkten Blick auf seine Fliegen hat. Ja, und bei diesem Pack ist er auch wirklich groß genug. Also ich kann da Streamer, Trockenfliegen, Nymphen, ein bisschen alles mitnehmen und habe sicher für einen Tag genug Material, um in die Büsche zu hängen. Zusätzlich sehe ich hier 2 Mesh Pockets, das heißt, die Leader oder Tippet können wir direkt neben den Fliegen nochmal einsortieren. Dann sehen wir hier an der Seite noch eine kleine Tool Station. Ja, es ist so, dass ich einerseits einen Retractor mit der Nadel befestigen kann hier und andererseits hier eine Zange unterschieben kann. Da ist auch ein Magnet noch dahinter, dass sie nicht einfach rausrutscht. Ja. Ein bisschen hält da drin und weiter noch zwei Schlaufen hier, wo ich eben zusätzlich individuell alles Sachen Mögliche anhängen kann. Ja. Genau. Dann sehen wir hier auf der anderen Seite noch einen Kescherhalter, also für den Stiel gehe ich mal von aus, zum Reinstecken, dass der immer am Mann ist. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum Tragekomfort und da gibt es ein paar Besonderheiten. Zum einen natürlich gepolstert das Ganze, der Gurt sowie auch das Rückenteil. Aber warum haben wir hier so viele Laschen und Beschriftungen, Stefan? Ja, das ist super cool gelöst. Ein Slingpack geht ja immer über eine Schulter, aber es gibt halt Leute, die tragen es lieber auf der rechten Schulter, lieber auf der linken Schulter. Und dieses Pack hier ist wechselbar und super cool. Man begreift auch, wie zu wechseln, weil alle Laschen sind beschriftet, linke Schulter, rechte Schulter, damit wir das einfach umstellen können. Also man sieht direkt, wo kommt das Strap ran, wenn ich es auf der linken Schulter haben will, wo kommt es ran, wenn ich es auf der rechten Schulter habe. Genau. Die ganzen Gurte sind natürlich einstellbar. Muss ja so sein, dass wir es auf unsere Körpermaße ideal anpassen können, um einen genialen Tragekomfort zu haben. Ja, und dann haben wir vorne noch ein kleines Velcro. Quasi können nochmal einen Patch dran machen oder die Fliegen direkt reinhängen. Plus natürlich diverse kleine Laschen zum Befestigen. Ja. Wie viel Liter Fassungsvermögen haben wir hier? Wir haben 12 Liter, also genügend Platz, Definitiv. um alles reinzubringen. Also ein richtig cooles Pack hier, das Slingpack aus der Headwaters-Serie von Simms. Und cool ist eben, dass wir viele Möglichkeiten haben, Sachen unterzubringen oder anzubringen. Und das Pack zusätzlich auch noch wirklich geschützt ist, falls es mal regnen sollte.